Der Gallus hat nicht nur unserer Stadt den Namen gegeben, sondern vielen Namensvettern aus der Region. Latinisch übersetzt heisst Gallus auf Hochdeutsch Hahn und zeigt Angehörigkeit zu den Galliern auf. Ich bin der Gallus Jöhl und vieles von meiner persönlichen Geschichte ist heute noch verbunden mit dem Stiftsbezirk. Das hat schon früh angefangen mit meiner Großmutter und meiner Mutter, die hier im Domchor gesungen hat. Dann bei einem Singprojekt hat dann meinen Vater kennengelernt. Sie haben zusammen hier im Dom geheiratet, in einem grossen Fest. Es gibt immer wieder Leute, die mich darauf ansprechen, woher kommt denn der Name, und ich dann das erklären. Ich sage jetzt vielleicht noch nicht immer alles im Detail weiss, da gibt es Leute, die das besser wissen, aber trotz allem einen Bezug kann schaffen, auch eine Erklärung finden und sicher immer einen Anknüpfungspunkt haben, weil die meisten haben das noch nie so gehört, wenn sie jetzt nicht dauernd um daheim sind, und haben entsprechend Fragen dazu. Meine Mutter hat Stadtführerin gefunden, sie bräuchte einen Gallus. Und ist ja noch witzig, mein Vater, also ist gestorben, aber er hat Ottmar geheißen. Also hat sie gerade beide gehabt. Ja, bin zum Teil als Kind manchmal ein bisschen gecancelt worden. Sie wollten sagen, Gallus Mark, gib mir eine Banane und so. Das habe ich gehasst, aber irgendwann habe ich herausgefunden, dass auch die Kombination mit Gallus, Hufenus so ein bisschen römisch tönt. Und da habe ich gefunden, ich bin etwas ganz Edles und etwas ganz Besonderes. Am meisten berührt mich, wenn ich Sängerinnen, Bands da rein verstärken oder mischen, wenn ich merke, wie sie aus dem Herz raussingen und nicht wegen einem Auftritt. Das ist das, was mir Hühnerhaut gibt und mich freut. Das Buch ist ein Produkt, das wir aus unserer Druckerei machen zum 70-Jahr-Jubiläum, das wir hier feiern, notabene in dem schönen Musiksaal, wo das auch ich als Junge schon singen und hat da jetzt auch mitwirken, mitgedruckt sogar, um das schöne Produkt zu erstellen. Und ich dann 30 Jahre später bald gemerkt habe, dass wir immer noch 100 Bücher haben, habe ich das jedem Gallus im ganzen Kanton verschenkt. Es sind ungefähr 100. Ja, da kann man so schon sagen, dass ich einen Bezug habe zum Stiftsbezirk, insofern, dass ja zum Beispiel im Herzstück vom Bezirk in dieser Bibliothek, da werden ja Bücher gesammelt, wird immer noch Forschung betrieben. Sie wächst ja auch immer noch. Es ist ein Geschichtenort, man sagt ja, glaube auch Seelenapotheke, also man findet da Nahrung für den Geist, und ich glaube, Geschichten sind auch das, wo mich berühren. Und darum bin auch ich ein Mensch, der immer wieder auf der Suche ist von Geschichten. Zum Beispiel habe ich Freude an der Institution Kaffeehaus, wo an engem komprimierten Ort Geschichten von verschiedensten Menschen können stattfinden und Utopien Wirklichkeit werden und Luftschlösser gebaut werden. Das ist vielleicht so ein bisschen der Anknüpfungspunkt, den ich habe. Wenn sie meinen Namen nicht verstehen oder nicht begreifen, dann sage ich einfach der Heilige von St. Gallen. Und dann ist alles klar. Wir sind Weltkulturerbe.